2024, ein Jahr, in dem einige der besten und größten Gravitrax-Bahnen bisher entstanden sind. Die besten 5 stelle ich euch in diesem Video vor und zu manchen habe ich sogar noch Bonusmaterial, das ihr nur hier sehen könnt. Bevor ich euch die Bahnen detailliert vorstellen werde, könnt ihr hier nochmal epische Clips genießen, die einen nochmal zurück ins Jahr 2024 versetzen. Hallo und herzlich willkommen zum dritten offiziellen Gravitrax Bilder-Event. This is a Notre Dame Marble Run. Die Vertical Cannon und wie sie funktioniert, zeige ich euch jetzt. Kommen wir nun zur Weltneuheit. Wir werden heute einen Weltrekord aufsetzen, und zwar den allerersten offiziellen Guinness World Record. Jetzt zeige ich euch die Profi-Tricks. Nach den zahlreichen Clips habt ihr bestimmt schon einige eurer Favoritenbahnen von 2024 vor Augen. Jetzt zeige ich euch meine persönlichen Top 5 Gravitrax-Bahnen vom letzten Jahr. Fangen wir an mit einer Bahn, die ihr bei Fancy Marbles Kanal sehen könnt. Die Bahn belegt bei mir im Ranking Platz 5. Was an der Bahn so besonders ist, seht ihr jetzt in Fancy Marbles Intro. In this video, I build the Gravitrax track with the most transparent levels. With some help of @Gravitrax, we managed to build this track full of exciting trails and stunning tracks. You don't want to miss it. Ihr habt es gehört, bei der Bahn habe ich sogar auch mitgebaut und zum Beispiel dieser Trick, bei dem die Kugel von der Brücke auf ein Trampolin gelenkt wird und dann durch 2 Loopings schießt, ist von mir. Die Bahn ist durch ihre Größe echt beeindruckend, es ist aber auch schließlich der Rekord mit den meisten transparenten Ebenen. Was ich euch unbedingt zeigen will, ist dieser coole Trampolinsprung um 2 Kurven. Es ist echt beeindruckend zu sehen, wie die Kugeln da so satisfying drüber springen. Das macht richtig Spaß. Ab Minute 4 können wir auch einen der zahlreichen schönen Streckenabschnitte bewundern, bei denen sich die Kugel in einem Bogen um die Powerstarter windet und direkt danach noch eine große Kurve fährt. Nicht alle Streckenabschnitte sind so offen, denn es gibt auch einige unter den ganzen Ebenen zu entdecken, wie den es bei 5 Minuten 40 gibt. Hier fährt die Kugel erstmal unter den Ebenen und taucht dann beim Elevator wieder auf. Danach läuft die Kugel aber nur kurz über die Ebene und taucht danach durch die Spirale wieder ab. Schlussendlich endet der Streckenabschnitt bei einem coolen Trick. Bei dem Trick schießt eine Gaußkanone die Schiene weg, die die Ebene gerade gehalten hat. Nun, da sie schräg ist, rollen die Kugeln runter und springen dann noch über ein Trampolin. Wenn ihr noch weitere Highlights der Bahn entdecken wollt, wie eine coole Slow-Motion-Aufnahme von Kugeln, die ein schräges Labyrinth durchrollen, dann schaut bei Fancy Marbles vorbei. Die Videos, die ich hier vorstelle, sind übrigens alle in der Beschreibung verlinkt, klickt da also mal drauf. Diese Bahn belegt Platz 4 in meinem Ranking, weil es eine Kettenreaktionsbahn ist, bei der Gravitrax mit anderen Sachen kombiniert wurde, wie zum Beispiel mit dieser Wasserrutsche. Was die Bahn noch so außergewöhnlich macht, ist, dass sie durchs ganze Zimmer verläuft und viele Möbel integriert wurden. In dem Intro, was ich gerade zeige, seht ihr gut, an wie vielen unterschiedlichen Stellen gebaut wurde und wie kreativ die Bahn verläuft. Gebaut wurde die Bahn von Gravitrax Masters. Die beiden haben auch gleich zum Anfang eine coole Kugelabfahrt auf einer schrägen Fläche kreiert. Solche Streckenverläufe gefallen mir immer sehr und im Video von Gravitrax Masters gibt es davon noch einige weitere zu entdecken. Auch im Part, bei dem die Kugel an der Wand entlang rollt und dann mit einem Seiltrick in einen Gecko-Run-Abschnitt übergeht, ist wirklich sehr gelungen. Jetzt zeige ich euch mein Highlight, den Wasserabschnitt. Nachdem ein Nagel an der Pro-Säule den Ballon platzen lässt, fließt das Wasser da drin die selbstgebaute Rutsche nur so runter. Am Ende fließt es in einen Topf, der durch das Zusatzgewicht vom Wasser eine Wippe auslöst, die dafür sorgt, dass wieder eine Kugel losrollt. Eine meisterhafte Konstruktion. Aber auch solche Sprünge machen die Bahn zu dem Highlight, die sie ist. Jetzt genießt zum Ende der Kettenreaktionsbahn den Lauf der Kugel durch die Regale.
Die restlichen Highlights der Bahn müsst ihr selbst erkunden, denn jetzt geht es weiter. Diese Bahn mit Erik M. Gravitrax belegt Platz Nummer 3, denn in diesem Video haben wir etwas versucht, das noch nie jemand geschafft hat. Unser Ziel war es, 100 Tricks zusammenhängend in einer Bahn zu verbauen. Da wir beide schon massenhaft Tricks selbst erfunden haben, waren wir die 2 Top-Kandidaten. Ich zeige euch jetzt direkt ein paar der zahlreichen epischen Tricks. Macht euch bereit für richtige Kugel-Action. Hier haben wir einen Starter senkrecht an einem Stuhl befestigt. Dieser lässt die Kugel auf einen schrägen Streckenabschnitt fallen, der direkt mit einigen Tricks weitergeht. Dieser Flip wird zum Beispiel fast senkrecht ausgelöst und das haben wir mit einer Kugel als Gewicht gemacht. Jetzt möchte ich euch einen der ganz besonderen Tricks zeigen, eine Kettenreaktion, die Erik gebaut hat. Mit Büchern und CDs als Dominokette nimmt die Bahn ihren Weg auf einer selbstgebauten Treppe. Oben wird ein Ball ausgelöst, der in einen Turm aus Bechern schwingt und diesen einreißt. Ein epischer Trick von mir, dieses Mal wieder mit Gravitrax, ist dieser hier. Für diese epische Szene habe ich eine Kaskade und eine Flex-Tube kombiniert, in der 3 Kugeln sind. Diese machen einen epischen Flug in eine Spirale. Wenn ihr jetzt noch die restlichen Tricks sehen wollt und ihr euch fragt, ob Erik und ich wirklich die 100 Tricks schaffen, dann schaut euch nach diesem Video das hier an. Die nächste Bahn von Mars Marble ist mein Platz Nummer 2. Auf den ersten Blick sieht die Konstruktion gar nicht aus wie eine Kugelbahn. Was es damit genau auf sich hat, erklärt er jetzt selbst. This is a Notre Dame marble run, and it's big enough to fill an entire ping pong table. I spent 4 months building it out of Gravitrax pieces, adding architectural details, lights, and even some hidden marble mechanisms in the attic. Watch to the end to see this entire marble run synced to music. And I'm going to show you the difference between this and this half-size Lego model, this quarter-size foam puzzle, all the way down to this 3-inch printed cathedral. Wenn ihr die anderen Notre Dame Bauwerke sehen wollt und wie Mars Marble sie in Kugelbahnen umwandelt, dann schaut bei ihm im Video vorbei, denn ich fokussiere mich hier auf die größte Bahn, die vollständig aus Gravitrax gebaut ist. Außerdem ist es nicht nur ein Gebäude, sondern Mars Marble hat auch eine Bahn integriert. Von der zeige ich euch gleich noch Aufnahmen. Jetzt möchte ich erstmal grob den Bauprozess anschneiden, denn Mars Marble hat für dieses Projekt mehrere Monate gebraucht. Und ganz viele Teile. Mit so viel Gravitrax könnte man echt jedes Projekt umsetzen. Aber da es so viele Teile sind, hat er auch einen genauen Bauplan angelegt. Außerdem hat er sich geniale Bautechniken einfallen lassen, um die Kirche so exakt wie möglich aussehen zu lassen. Hier benutzt er zum Beispiel Doppelbalkone, um die Rundung der Mauer auf der einen Seite hinzubekommen. Hier seht ihr einige der sehr detaillierten Bereiche. Windows, archways, statues, railings, and over 200 gargoyles. And don't forget the 3 rose windows, extra tall buttresses, uneven railing, and this triangle shape over one entrance. All these unique details take extra time to build. Was bestimmt auch sehr lange gedauert hat zu bauen, sind die Mechaniken, bei denen die Kugelbahn auf das Bauwerk Einfluss hat. Wie man zum Beispiel hier bei dem exklusiven Videomaterial, was mir Mars Marble zur Verfügung gestellt hat, sehen kann. Durch das Drehen der Spirale wird die Uhr auf der Außenseite bewegt. Das ist echt eine geniale Konstruktion. Und dieses kleine Zahnrad vom Turntail, was einem bisher sonst noch nicht aufgefallen ist, macht es möglich. Ein weiteres Highlight beim Gebäude ist, dass sich der Turm in der Mitte drehen lässt. Das wird durch dieses Gravitrax Kugellager möglich gemacht, welches ich zum Beispiel im letzten Video auch verwendet habe. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Bahn, die in der Notre Dame verbaut ist. Starten tut die Kugel am vorderen Fenster und rollt dann erstmal eine lange Strecke durch den großen Innenraum. Kurz danach fährt die Kugel eine Spirale runter, die zu einem Trigger führt.
Dieser löst eine neue Kugel in einem der Türme aus und Mars Marvel hat das Innenleben mit einer echt coolen Kamerafahrt eingefangen. Am Ende der Szene rollt die Kugel noch über ein paar Transfere. Ein großes Highlight und ein passender Abschluss dieser Bahnvorstellung ist, dass ein Gegengewicht den mittleren Turm ins Drehen versetzt. Echt krass, was alles mit Gravitrax möglich ist. Schaut bei der Bahn unbedingt selbst mal vorbei. Wir werden heute einen Weltrekord aufsetzen, und zwar den allerersten offiziellen Guinness World Record. Mit diesem Satz startete das Bilder-Event 2024 in Stuttgart und damit auch der Bau von einer der größten Bahnen jemals und mein Platz Nummer 1 in 2024. Auf dieser großen Fläche an Grundplatten haben die Superfans, mich eingeschlossen, ungefähr 8 Stunden gebaut, um am Ende den Rekord für die meisten Actionstellen zu haben. Jetzt zeige ich euch die Highlights der Rekordbahn. Meine Perspektiven, die ihr hier seht, gab es bisher noch in keinem anderen Video. Deswegen bleibt unbedingt dran, um die spektakulären Aufnahmen nicht zu verpassen. Hier haben Gravitrax Player und ich die Kugel mit hauptsächlich 3 verschiedenen Actionsteinen einen riesigen Turm nach oben gebracht. Wir haben hauptsächlich Kaskaden, Flips und Hammer verwendet. Das Ende oben ist mit 3 riesigen Spiralen verbunden. Hier könnt ihr auch mal die Hintergrundgeräusche vom Event hören. Ich glaube, die erspare ich euch aber lieber. Der riesige Spiralenturm von Gravitrax Mania ist am Turm vom letzten Bilder-Event inspiriert. Aber dieses Mal gibt es gleich 3 Spiralen, die runterführen und der Turm hat gut gehalten. In der richtigen Bahn kam jetzt noch ein anderer Part dazwischen, den ich aber leider nicht als Video habe. Deswegen geht es jetzt mit Lennox Strecke weiter, die er typisch in seinem Stil gebaut hat und mit Erweiterungen drumherum geschmückt hat. Als nächstes stelle ich euch die Vulkankettenreaktion von Graph X Movies vor. Bei der hat er einfach 49 Vulkane ausgelöst und dadurch sind über 100 Kugeln die Ebene unter dem Vulkan entlang gerollt. Inspiriert an einer Sektpyramide haben Mathis und Till von Papa spielt mit eine Pyramide aus Splittern gebaut, sodass die Kugel von oben in alle Richtungen nach unten gelangen. Danach hat Mathis noch einen Jumper-Trick entwickelt, der ziemlich zuverlässig funktioniert. Und der Trick sieht echt spektakulär aus, wie sich die Jumper zum nächsten schieben. Jetzt kommt auch schon der Rambock, den ich gebaut habe. Auf einer schrägen Fläche rutscht eine Ebene als Rambock runter, sobald man die Kugeln mit dem Jumper freilässt. Die Ebene stößt dann 2 neue Kugeln an.
Ich hatte auch noch einen selbstfahrenden Rambock gebaut, der auch auf einer Kugelstrecke gefahren ist und sich durch den Schwung vom Lever bewegt. Nur da habe ich leider keine gute Aufnahme von, deswegen zeige ich euch die etwas kürzere Strecke von der Entwicklung bei mir zu Hause. Ich habe übrigens noch ein paar weitere coole Tricks fürs Bilder-Event entwickelt, die aber nicht zuverlässig genug funktioniert haben oder zu lang zum Nachladen gebraucht hätten. Wenn ihr von den Konstruktionen trotzdem mal ein Video sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Hier seht ihr noch meine Sicherheitsstrecke aus Jumpern und Spiralen. Die hat wirklich zuverlässig funktioniert und auch in den Rekord reingezählt. Stattdessen war die andere Sicherheitsstrecke dafür ausgelegt, mehrmals befahren zu werden, um möglichst lang zu dauern, damit sie die normale Kugel nicht überholt. Leider wurde ihr beim Lauf die schnelle Schiene zum Verhängnis. Dafür war die Atmosphäre beim Rekord aber sehr cool. Ja, wir haben die 100! Am Ende der Bahn hätte noch diese coole Konfettikanone aus Gravitrax zünden sollen, die ganz viele Kugeln verteilt und sich dreht. Leider ist die Kugel bis dahin nicht mehr gekommen. Es gab übrigens auch noch 3 weitere Tische, an denen auch coole Bahnen gebaut wurden. Falls euch diese umfangreiche Zusammenfassung von den besten Bahnen aus 2024 gefallen hat, dann unterstützt mich gerne mit einem Like und Abo. Und schaut gerne bei den Originalbahnen rein und lasst auch da Support da. Falls ihr jetzt noch eine coole Bahn aus diesem Jahr sehen wollt, dann habe ich hier jetzt noch eine mit sehr vielen Tricks für euch. Schaut da gerne mal rein.